Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten, ich muss flüstern, damit mich die Geister nicht hören, Reaktionsvideo von mir. Wir sind mal wieder in einem unglaublich gruseligen Video drin. Folgendes Video schauen wir uns jetzt zusammen an. 6 Most Disturbing Forest Findings Caught on Camera, übersetzt gruselige Scheiße, die man in Wäldern gefunden hat. Wir haben uns schon mal ein ähnliches Video angeschaut, was sich auch um gruselige Wälder gedreht hat. Wälder sind gruselig, da lasse ich mir auch nicht reinreden. Keiner hat Bock auf einen Wald, in der Nacht auch noch, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wir sind drin im Video, lehnt euch zurück. Die Reaktion und das Video starten jetzt. Jetzt! His first finding was made by hiker James Rankin in early October of 2016. James had been hiking in Berkeley-Jackson County Park when he came across an old campsite. But disturbingly, all around the campsite were multiple different missing person posters taped onto trees. The posters themselves were completely real. Okay, das ist creepy, Digga. Das ist creepy, Digga. Also nochmal zum Mitschreiben, falls ich es nicht gerafft habe, was hier gerade passiert. Der Typ ist im Wald und der hat ein Camp aufgebaut. Er war beim Wandern, also beim Hiking, Bergsteigen, Wandern, was auch immer. Er kommt zurück zu seinem Camp. Auf einmal ist rund um sein Camp dieses Foto aufgehängt. Missing, also eine Person, die vermisst ist. Das ist creepy. Featuring real missing people across different US states. Upon his discovery, James would quickly start recording. Ach, das sind immer andere. Das sind immer andere Leute, die vermisst werden. What the fuck? Das ist verstörend. Das ist verstörend, Chat. Das gibt mir Serienmörder-Vibes. Das gibt mir die Vibes, als würde der Serienmörder ihn beobachten und ihm sagen wollen, guck mal, wenn ich will, dann bist du auch bald vermisst. Ich habe nämlich schon 30 Frauen hier umgebracht im Wald. Und wenn du dich nicht hier verpisst, dann bringe ich dich auch um. Und dann hängt als nächstes dein Bild hier. Alter, was würdet ihr machen, wenn ihr der Typ wärt? Cops rufen, weglaufen, aus dem Wald laufen, keine Ahnung. Baum hochklettern. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, because like there's a side of the woods Er ist tief im Wald drin. where there's people's houses. But I came to a trail Und er hat schon Messer in der Hand. Wichtig. Messer ist gezückt, sehr wichtig. that led to a trail, up the hill. But I saw what looked like a fire pit. And remember, we're still in the woods. We're still in the woods. Ah, okay, warte. Das ist nicht sein Lager. Das ist eine random Feuerstelle. Right? I don't know what this is. Do you see the trees? Little white. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. Das ist creepy, Digga. Das ist extrem creepy, Chat. What the is going on in here? Das ist verstörend, holy fuck. This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at it. Like, look where the we are. Who the does something like this? And we got this one. And it's obviously these, you can tell, these aren't new. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape, look at the water damage. These bits have been hanging up for a while. Die hängen da schon länger, die Bilder. Let me just, Alter, Chat, ich hab Angst, Gottverdammte Scheiße. look at that. And over here in the middle of the fire pit, that's a Ich würde den ganzen Wald anzünden, bin ich ehrlich mit euch. Einfach alles verbrennen. Rauf, anzünden, Öl und so ein Scheiß, weg. Einfach alles weg. shovel. Weg, verbrennen. James would ultimately report Codewort ist immer noch Sippel übrigens, ja? the finding to the police. Also wenn ihr Angst habt, schreibt Sippel in den Chat. Though, upon further investigation, police would write it off as someone's Halloween decorations. James, however, was not satisfied with this investigation. His discovery took place on October 3rd, and according to James, the posters themselves did not look like they were set up recently. Later that same year, James would return
Hey, aber Frage, Chat, könnte das nicht auch sein, dass es jemand da aufgehängt hat, um zu warnen, also dass man Wanderer warnt, dass da Leute irgendwie, also, wisst ihr, wie ich meine? Als warnungsmäßig halt. Into the campsite, but this Kann time sein, he's oder? stopped by multiple no trespassing signs. Okay, first of all, I am not violating any of these no trespassing signs. I'm simply not. I came here only to show you and get it on tape and leave. From here, we can see down there, that's the clearing. Was war das? So, Sippel, habt ihr Angst? anyway, Ich what auch. they've done, they printed out their own no trespassing signs. No Trespassing heißt nicht durchdringen, oder? Nicht durchgehen, steht da, oder? Nicht durchlaufen. Ja, okay, Sippel, ich umarme euch jetzt einmal ganz kurz, um euch Wärme und Liebe zu geben, ja? Als wärt ihr mein Kind, mein Sohn. Komm mal her, mein Kleiner. Riechst nach Shampoo. Deine Haare kitzeln meine Nase ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Hab keine Angst, ja. Weiter. Homemade. I'm assuming these are all legally binding. I have no way of knowing, so I'm not taking any chances. You can see, they attached them to the trees with Private Property, no trespassing. ordinary masking tape. Ist es das gleiche Tape, Chat? Ist es das gleiche Tape wie von den verschwundenen Leuten? Sind wir hier einem Serienmörder gerade auf der Spur? These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing. Violators will be prosecuted. And we've got one there, one there, one there. What the fuck? Because the police had already closed their investigation, this would pretty much mark the end of the whole situation. Back in 2013, a man named Phil Poling would upload this video to his YouTube channel. The video features Phil out late at night in his neighborhood, located in Mission, Oregon. Phil claimed to have heard strange noises echoing around outside his neighborhood only a few minutes prior, which is why he was outside in the first. Mir gefällt's nicht, dass er seine Mütze so weit unten trägt. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Mütze ist fast die Hälfte von seinem Kopf. Das soll so nicht sein. Also das sollten maximal ein Drittel sein vom Kopf halt, von der Aufteilung. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn die in der Mitte ist, dann sieht es aus wie so ein Ei in einer Eierschale, aber auf dem Kopf. Und das macht mir Angst. First place. Once he reached a nearby forest that was only around 200 feet from his house, he would again hear the noises. Okay, Geräusche. And this is where he started recording. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Ist es die gleiche? Ist es der gleiche Sound wie davor? Vom vorigen Video? Kind of sounds doggish, hyena-ish. LOL! Das ist der gleiche Sound! Wir haben uns vorhin ein Video angeguckt, da war auch ein Wald, wo Schreie rauskamen. Das ist der gleiche Sound. Das muss doch ein Tier sein, Chat, oder? Oder ist das immer der gleiche Typ, der in Wälder geht und da rumlacht? Stell dir mal vor, das ist einfach wirklich ein Guy, der sich so in Wälder nachts setzt und so TikTok-Dinger anguckt und einfach öfter lachen muss. I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. The recording of noises continued for a while longer, until the sounds of gunshots can be heard echoing from the forest. Oh mein Gott! Das sind... What the fuck? What the fuck? Yo, das hat jetzt hier gerade ein Sippel-Level erreicht, wo ich wirklich sagen muss, scheiße, das ist scary as fuck. Da sind auf einmal Gunshots? Der hat TikTok nicht mehr ertragen und hat es beendet. Hoffentlich hat der Jäger das Ding getroffen. Alter, what the fuck?
gunshot. Digga, ich sag doch, das ist ein Psycho. Ich hab's erkannt an der Aufteilung von seinem Gesicht. Leute, die ihre Mütze so weit unten tragen, das müssen Psychos sein. Welcher Typ steht nachts, mitten in der Nacht, alleine erstmal draußen und hört so ein komisches Lachen aus dem Wald, filmt dann und geht nicht weg. Dann, das ist schon mal eine Sache, Digga, das verstehe ich nicht. Das zweite, der hört Gunshots, ein Typ, der nachts im Wald rumballert und noch ein komisches Clownsgelächter hat und der bleibt da stehen. Der bleibt da stehen, Digga. Interessiert ihn gar nicht. Erstmal Mütze noch ein Stückchen runterziehen. Gleich geht er noch in den Wald rein. Digga. Bro, geh in dein Haus. Geh in dein Haus, du Idiot. Was zum Fick ist das, Chat? Multiple people in the community itself had claimed to have been hearing similar noises for the last 2 months or so leading up to the recording. But just what exactly was making the noises is... Ist da einer gerannt? Hör auf jetzt mit so einem Scheiß. Hier meinst du, oder? Seht ihr das hier, Chat? Seht ihr das hier, Sippels? Meinst du hier? Hier ist ein Schatten. Ja, ja. Hier. Guck mal. Guck mal hier. Jetzt aber richtig Ghost Hunter. Hier. What the fuck? Multiple people in the community itself had claimed to have been hearing similar noises for the last 2 months or so leading up to the recording. But just what exactly was making the noises is still unclear. What the fuck? Also das war ein scary Clip, Chat. Der war echt This video gruselig. features the GoPro footage of 2 dirt bikers riding on a remote path in Curly? the forest. Throughout the video, the bikers can be seen going at extreme speeds, but doing this would quickly prove to become almost deadly. As the bikers continued on the path, they were unexpectedly met with a steel cable strung across 2 trees at perfect neck level for oncoming bikers. At a fast enough speed, this trap could no doubt take the lives of anyone riding through that didn't see it. Fortunately, however, the biker in the front did see it and was able to react quick enough to Digga! avoid it. Da hat jemand... Warte, ihr seht's gleich. Ihr seht's gleich, Chat. Da hat jemand... Alter, hier. Da hat jemand ein Stahlseil zwischen die Bäume gehängt. Digga, what the fuck? Wenn die das nicht sehen und da durchrasen, die können sterben. Alter. Yo. WTF. Für Mountainbiker wahrscheinlich, aber auch das, wer macht denn sowas, Chat? Wer macht denn so einen Scheiß? Das war bestimmt der Typ, der im Wald gelacht hat. Von gerade eben. The bikers would actually debate whether or not to stay and wait for the person who set up the trap to come back. Okay, die haben überlegt zu warten, ob der Typ, der das da hingemacht hat, zurückkommt. But they would end up deciding against this. It's still unknown who's responsible. Scary. Scary, scary, scary. Mark Andre was a man who devoted his career to exploring the vast woods of Northern California. He worked as his town's environmental service director, so it was quite literally his job to spend time in the woods. In February of 2018, he had been tasked with marking trees, and while he was doing so deep in the woods, he would come across some makeshift cabin, Oh, nee. which, considering the extreme remoteness of the area he was in, made the discovery highly abnormal. Mark would of course get a closer look at the structure. The thing was only around 8 by 12 feet wide and 15 feet tall. There was a lock on the shack's only entrance, and from the outside there was no real evidence anyone was there. Still, disturbed by the finding, Mark would head back to get professional assistance. The next few days would consist of multiple attempts to contact the owner of the shack, but all of them ultimately failing. So, finally, upon revisiting the structure, the men would break open the lock to the front door. Okay, also nochmal zum Übersetzen, falls ihr kein Englisch könnt. Da ist ein Typ, der hat irgendwelche Forschung im Wald gemacht, der wollte Bäume markieren oder so ein Scheiß und hat diese Hütte gefunden, mitten im Wald,
wo ein Schloss die Tür verschließt und die haben versucht, den Besitzer zu kontaktieren oder zu gucken, ob da jemand drin ist. Keiner hat geantwortet und jetzt brechen sie die Tür auf. Was denkt ihr, was wird sich hier verbergen in der Hütte des Grauens? They would find a space Okay. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Muckelig. that was clearly Da Streaming-Zimmer-Chat. being lived in, or at the very least had been lived in recently. The shack had its own furniture, a pot-bellied stove, a small library, and even a typewriter. Okay, doch, ist schon super scary. Ist schon irgendwie sehr scary. Jars and cans of food filled the shelves. However, in spite of all this, the search resulted in no further identification of the actual owner. Because the shack was illegally constructed, the men ultimately had no other choice but to leave an eviction notice on the front door before leaving. A few days later, the authorities returned to see. Alter, das ist schon, findet ihr es gruselig, Chat, oder findet ihr es muckelig und süß? Jetzt stellt euch mal bildlich vor, Chat. Auf dem Stuhl sitzt nachts um 3 irgendein random Guy mitten im Wald alleine und kocht sich hier noch einen schönen Tee und lacht. Und lacht. Schon scary. Wir gucken mal weiter. A typewriter. End of all this, the search resulted in no further identification of the actual owner. Because the shack was illegally constructed, the men ultimately had no other choice but to leave an eviction notice on the front door before leaving. A few days later, the authorities returned to see out the contract, but there was nothing there. The makeshift cabin was completely gone. Hä? Die Hütte ist verschwunden? Whoever the owner was had deconstructed it, with literally the only thing left behind being an international squatter symbol made from charcoal. Was? Nochmal, also, habe ich es richtig verstanden? Die waren in der Hütte drin. Die Hütte war illegal, weil das ist halt Grund von der Stadt zum Beispiel und der durfte die Hütte da nicht bauen, weil dem das Grundstück nicht gehört. Die haben an der Tür einen Vertrag oder sowas oder irgendein Schreiben gelassen, damit, wenn der Hausbesitzer zurückkommt, das Schreiben sieht und checkt, ey, deine Hütte ist illegal. So, jetzt kamen die Typen, die die Hütte gefunden haben, zurück zur Hütte und die Hütte ist auf einmal weg und alles, was da geblieben ist, ist ein komisches Zeichen auf dem Boden. Was sagt er jetzt nochmal zu diesem Zeichen? Left behind being an international squatter symbol made from charcoal. Ein International, was? International, kann das einer übersetzen, Chat? International? Only thing left behind being an international squatter symbol made from Squatter? Squatter? Opelzeichen. Was ist ein International Squatter? charcoal. Many theorized the owner was wanted by authorities Kann jemand von euch herausfinden, was das für ein Logo ist? and was therefore living completely alone in the forest, evading any contact with other people. But whether or not this is even close to true is still up for debate. To this day, the real owner of the shack is still unidentified. WTF. This video was captured on an early morning in the middle of December. Okay, das ist auch creepy gewesen jetzt gerade. Hausbesetzung. Wikipedia, das Symbol der Hausbesetzerbewegung ist ein Kreis, durch den ein N-förmiger Blitz von links unten nach rechts oben verläuft. Das Zeichen entstand 1970 in der Amsterdamer Hausbesetzerszene und verbreitete sich schnell über Westeuropa. Okay, das ist ein Hausbesetzungslogo. Okay. It takes place in Canada and features some disturbing noise echoing throughout the forest. Oh, nicht schon wieder Geräusch aus dem It's Wald. not clear what the noise is. Nicht schon wieder Many diese frequent Lache. hunters would report to have never heard anything even remotely similar. What that is? Scary as shit. Junge, what the fuck. Ein Elch? Sag mal, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ein Elch. Junge, wie dumm hört sich denn bitte ein Elch an? Okay, ihr sagt, es ist ein Elch? Ja, kommt hin. What is that?
One comment suggested the noise could have been a wolf that Ein Wolf? was either trapped or left behind by its pack. Ja, ein Wolf könnte sein, Chat. It's also possible it was another animal, such as an elk or possibly a bull moose. Although none of these theories have been confirmed. Also, ich tippe auf Wolf. YouTube user Rainy Schuler would upload this video Ach du Scheiße. to YouTube in 2013. Ach du Scheiße. The video's footage is from multiple security cameras Rainy would set up around his house, Oh, which was in an isolated area of the Rocky Mountains. das in den Rocky Mountains. The whole idea behind the cameras was to capture the footage of the different wildlife around his property, to then upload to YouTube. Süß, was ist das? Motten? But on September 13, the cameras around his house would catch something completely out of the ordinary. You can see as a woman walks out from the complete darkness of the woods. What the fuck? Also der ist irgendwo im was für ein Wald war das nochmal? Was hat er nochmal gesagt? Rocky Mountains? Der ist irgendwo am Arsch der Welt, in einem Wald, und da kommt auf einmal random nachts eine Frau? Rocky Mountains, ja. Wo kommt die her? Schwankt ziemlich rum, könnte betrunken sein. Bro, das sind die Rocky Mountains. Weißt du, wie groß die Rocky Mountains sind? Da läuft nicht mal einfach random eine Frau an dein Haus da drauf. Die Mottenfrau. What the fuck? What the fuck? Oh. What the fuck? What the fuck, Chat? Some believe the woman was lost, or that her car had broken down nearby. But that doesn't explain her general careless mannerism as she aimlessly walks around the property. Die läuft mit 1,5 Speed. And a while later, the woman could be seen walking right back into the forest. After that night, the house owner would never see this woman again. WTF. WTF, Chat. Die war einfach verloren, oder? NPC ist verbuggt. Holy shit. Okay, stopp. Video ist jetzt zu Ende. War mal wieder ein großartiges Video der Reihe 6 verstörende Dinge. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir einen süßen Kommentar, damit ich keine Angst mehr haben muss im Leben. Und ganz wichtig, abonniert nicht diesen Kanal. Denn hier wird sich verstörende Scheiße angeschaut. Und wer will schon verstörende Scheiße sehen? Tschüss.